Hallo und willkommen! In diesem Video zeige ich, wie ich einen Träubleskuchen backe. Das ist ein Kuchen mit roten Johannisbeeren, wie er in Schwaben gebacken wird. Auf diesem Weg möchte ich ganz liebe Grüße nach Schwaben senden an alle unsere Freunde dort. Die roten Johannisbeeren werden gewaschen und von den Rispen gezupft. Dabei werden sie auf einem Haushaltstuch ausgelegt, damit sie wieder trocknen können. Für den Teigboden habe ich in die Schüssel 50 Gramm weiche Butter gegeben, sowie eine Prise Salz. Dazu kommt Zucker, außerdem kommt noch Vanille dazu, man kann natürlich auch Vanillinzucker nehmen. Alles wird zunächst weich gerührt, damit sich die Butter gut mit dem Zucker vermischen bzw. sich der Zucker auflösen kann. Es kommt ein Eigelb hinzu. Das Eiweiß brauchen wir später noch, also bitte sauber trennen und aufheben. Zur Butter wird das Mehl gegeben und untergerührt. Man darf bei dieser geringen Teigmenge nicht den Knethaken nehmen, sondern sollte den Flachrührer verwenden, damit die Zutaten am Schüsselboden auch erfasst werden. Es kann aber trotzdem sein, dass man mit dem Teigschaber ein wenig nachhelfen muss. Irgendwann kommt der Teig aber zusammen und man kann ihn aus der Schüssel holen. Wer will, kann den Teig auch einfach in einem Blitzhacker zubereiten. Die Vorgehensweise beim Einfüllen ist dieselbe, hinterher hat man aber weniger große Schüsseln zu reinigen. Egal wie man ihn zubereitet, am besten legt man den Teig für 1 Stunde in den Kühlschrank, damit er durchkühlen kann und leichter zu verarbeiten ist. Wenn man ihn aber sofort weiterverarbeitet, so wie ich, werden alle Konditoren den Kopf schütteln, die Welt wird davon aber nicht untergehen. Dass der Teig auf Arbeitsfläche und Nudelholz haften bleibt, kann man abwenden, indem man ihn auf Backpapier ausrollt und dabei auch mit Backpapier bedeckt. Um die Größe des auszurollenden Kreises zu kennen, habe ich vor dem eigentlichen Ausrollen das Backpapier in die Springform eingeklemmt, sodass ich ein Maß für deren Durchmesser habe. Sobald ich die ungefähr richtige Größe ausgerollt habe, drücke ich den geschlossenen Springformrand auf den ausgerollten Teig. Der überstehende Teig wird entfernt, dann schiebe ich unter das Backpapier den Boden der Springform. Hier habe ich mich mit dem Teig offensichtlich vertan und zu wenig entfernt. Aber man kann auch einfach mit dem Messer, wie gezeigt, den Überstand abtrennen. Anschließend wird der Rand der Springform befestigt und geprüft, ob er auch fest sitzt. Bei einer Form von 24 cm Durchmesser ist der Teigboden sehr dünn und diese Methode erleichtert es ungemein, den Teig zu verarbeiten, denn ich habe den Teigboden ganz einfach in die Form bekommen. Den restlichen, übergestandenen und entfernten Teig rolle ich nochmals aus und verwende ihn, um einen Rand an der Springform hochzuziehen. Dieser Teigrand muss nicht sehr hoch sein, 1 cm reicht. Wie man hier sehen kann, macht es nichts, wenn der Belag über dem Rand ist. Zum Schluss steche ich mit einer Gabel noch ein paar Löcher in den Teigboden. Da der Teigboden sehr dünn ist, braucht er nicht vorgebacken zu werden. Bis zum Backen kann der Boden nun in den Kühlschrank gegeben werden. Der Backofen wird auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze vorgeheizt. Für die Zubereitung des Belages gebe ich in 2 Schüsseln, jeweils getrennt, 2 Eigelb und 3 Eiweiß. 105 Gramm Zucker, etwas Zitronensaft und 120 Gramm gemahlene Haselnüsse habe ich bereits abgewogen und bereitgestellt. Man kann natürlich fertig gemahlene Haselnüsse verwenden oder auch ganze, geröstete, die dann allerdings noch gemahlen werden müssen. Da sie nicht mehr die dunkle Haut haben, wird der Kuchen dann heller und geschmacklich etwas feiner. Ihr habt die Wahl. Wenn man Eier getrennt schaumig schlagen muss, fängt man immer mit dem Eiweiß an, denn dafür müssen die Schläger sauber und fettfrei sein, sonst gelingt der Eischnee nicht. Wenn sich Schaum bildet, gibt man ein paar Tropfen Zitronensaft, vielleicht 10 Tropfen, in das Eiweiß.
Anschließend gibt man nach und nach ungefähr 2/3 des Zuckers dazu. Auf das Gramm genau kommt es nicht an. Erst danach werden 2 Eigelbe mit dem restlichen Zucker schaumig geschlagen, bis der Schaum aufgrund der eingeschlagenen Luft sehr viel heller geworden ist. Hier kann man Anfang und Ende nebeneinander sehen. Diese Eigelbmasse wird auf den Eischnee gegossen und darauf werden die gemahlenen Haselnüsse geschüttet. Diese 3 Komponenten werden nun vorsichtig miteinander verrührt, bis eine homogene Masse entstanden ist. Das heißt aber auch, dass sie nach dem Unterrühren immer noch schön schaumig ist und der Eischnee nicht zerstört wurde. Dazu gehört Fingerspitzengefühl und nur ein klein wenig Geduld, denn es geht recht schnell. Ich mache das immer zunächst mit Hilfe des Handrührgerätes, indem ich zunächst den Eischnee am Boden der Schüssel durchrühre und dann langsam durch Drehen der Schüssel die anderen Zutaten einarbeite. Ich zeige das hier jetzt absichtlich in Originalzeit, damit ihr eine Vorstellung vom Ablauf bekommt. Insgesamt hat es nicht lange gedauert. Zum Schluss nehme ich einen Teigschaber und kontrolliere, ob sich am Teigboden noch Eischneenester befinden, die man dann einarbeiten kann, indem man wie gezeigt vorgeht. Dieser Belag wird auf den Mürbteigboden gegeben. Und nein, die Johannisbeeren habe ich nicht vergessen. Sie werden nun auf dem Haselnussbelag gleichmäßig verteilt. Damit sie beim Backen nicht austrocknen, streiche ich mit der Rückseite des Teigschabers über die Beeren, sodass sie etwas einsinken und mit Teig bedeckt sind. Zu tief sollten sie aber nicht gedrückt werden. Nun kann der Kuchen 30 bis 40 Minuten bei Ober-Unterhitze gebacken werden. Das kann natürlich je nach Ofen variieren, also passt bitte auf und gleicht die Backzeit an eurem Backofen an. So sieht der Kuchen anschließend aus. Mit einem glatten Messer wird der Rand von der Springform gelöst und entfernt. Dann lässt man den Kuchen auf dem Springformboden auskühlen, also ohne letzteren zu entfernen. Das macht man erst, wenn man den ausgekühlten Kuchen auf die Kuchenplatte setzt. Man nimmt einen Kuchenheber, setzt ihn zwischen Papier und Teigboden an und dreht den Kuchen auf den Heber. Anschließend setzt man ihn auf die Platte. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Man kann den Kuchen kurz vor dem Servieren auch noch mit etwas Puderzucker bestreuen. Jetzt geht es endlich ans Anschneiden. So sieht der Kuchen aus. Der Teigboden ist knusprig, die Nussfüllung ist leicht locker und schmeckt nach Haselnüssen und die Träublis geben einen herb-sauren Kick. Kurz, dieser Kuchen ist unheimlich lecker und eine kleine Geschmacksexplosion. Ich hoffe wirklich, ihr probiert ihn einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. Träubliskuchen oder auch roter Johannisbeerkuchen. Teigboden, 50 Gramm Butter, 25 bis 40 Gramm Zucker, eine Messerspitze Vanille oder Vanillinzucker, eine Prise Salz, ein Eigelb, 100 Gramm Mehl. Belag, 3 Eiweiß, 2 Eigelb, 105 Gramm Zucker, 120 Gramm gemahlene Haselnüsse, 150 Gramm rote Johannisbeeren. Viel Spaß beim Backen und wie immer, guten Appetit!